Lass mich dir etwas Seltsames über die Stille im digitalen Zeitalter erzählen. Wir leben in einer Welt, in der fast alles geteilt wird. Geburtstage, Kaffeetassen, Sonnenuntergänge, Tränen, Lachen, sogar Schmerz, der mit Filtern verkleidet ist. Und doch bleiben manche Menschen völlig unsichtbar. Sie scrollen still, beobachten tief, aber posten selten, wenn überhaupt. Vielleicht kennst du sogar jemanden wie sie. Vielleicht bist du jemand wie sie. Und hier ist die Frage, die immer in den Köpfen der Menschen bleibt. Warum? Warum sollte jemand sich entscheiden, unsichtbar zu bleiben, wenn die ganze Welt nach Aufmerksamkeit schreit? Es ist leicht anzunehmen, dass Menschen, die nichts posten, einfach schüchtern oder introvertiert sind. Aber das ist nicht das ganze Bild. Unter der Oberfläche spielt sich eine ganze Psychologie ab. Eine, die Bände spricht über die menschliche Natur, über Selbstwahrnehmung und über eine stille Rebellion gegen eine Kultur, die von Sichtbarkeit besessen ist. Für manche Menschen ist Stille keine Lehre. Sie ist Kontrolle. Sie ist die Macht zu entscheiden, was die Welt nicht erfahren darf. Denn ob wir es zugeben oder nicht, soziale Medien haben still und leise verändert, wie wir uns selbst definieren. Sie belohnen zur Schaustellung. Sie preisen Lärm. Und doch sind es oft diejenigen, die im Schatten bleiben, die alles am klarsten sehen. Sie beobachten, ohne unterbrechen zu müssen. Sie denken, bevor sie reagieren. Sie analysieren, bevor sie urteilen. Psychologen haben etwas Faszinierendes herausgefunden. Menschen, die selten posten, erzielen oft höhere Werte bei Eigenschaften wie Selbstbeherrschung, Introspektion und emotionaler Unabhängigkeit. Sie sind weniger anfällig für sozialen Vergleich und äußere Bestätigung. Mit anderen Worten, sie versuchen nicht zu beweisen, wer sie sind. Sie versuchen es zu verstehen. Und in einer Welt, die in Performances ertrinkt, ist das selten. Denn seien wir ehrlich, das meiste, was wir posten, ist nicht einfach Kommunikation. Es ist Identitätsgestaltung. Es ist ein unbewusstes Vorsprechen für Zugehörigkeit. Jede Bildunterschrift, jedes Foto, jedes Status-Update sagt, das bin ich. Gefällt dir, was du siehst? Aber wenn du aufhörst zu posten, verändert sich etwas. Du beginnst, deinen Wert von digitalem Applaus zu trennen. Du hörst auf, in Bildunterschriften zu denken. Du beginnst, Momente wieder für dich selbst zu erleben, statt für eine Linse. Und das ist die geheime Psychologie hinter vielen Menschen, die nichts posten. Sie sehnen sich nach Authentizität in einem Raum, in dem alles inszeniert wirkt. Sie hassen soziale Medien nicht. Sie können sich nur selbst darin nicht mehr finden. Es geht nicht darum, gegen Technologie oder gegen Menschen zu sein. Es geht darum, sich zu weigern, das eigene Leben auf Highlights zu reduzieren. Denn wenn man einmal gesehen hat, wie leicht sich Wahrnehmung manipulieren lässt, beginnt man das zu schätzen, was nicht gepostet werden kann. Stille, Tiefe, Unvollkommenheit, Wahrheit. Für manche kommt die Entscheidung, nichts mehr zu posten, nach einer Art emotionalem Burnout. Vielleicht haben sie früher alles geteilt, bis es sich eines Tages nicht mehr echt anfühlte. Sie bemerkten, dass sie jedes Mal, wenn sie etwas Schönes teilten, einen unsichtbaren Druck verspürten, es beim nächsten Mal noch zu übertreffen. Sie lebten nicht mehr. Sie performten. Also hörten sie still auf. Keine Ankündigung. Kein großes Statement. Nur ein langsames Verschwinden aus dem Feed. Aber hier wird oft etwas missverstanden. Nicht zu posten bedeutet nicht, nichts zu fühlen. Es bedeutet nicht, dass es ihnen egal ist. Oft bedeutet es, dass sie zu sehr fühlen. Für Präsenz, für Bedeutung, für den Schutz des Heiligen. Es gibt in der Psychologie ein Konzept namens psychologisches Eigentum. Es ist das Gefühl, dass etwas zutiefst dir gehört. Ein Gedanke, eine Erinnerung, eine Erfahrung. Und wenn du es postest, verblasst dieses Gefühl des Besitzes ein wenig. Der Moment wird zu gemeinsamem Eigentum, offen für Urteil, Missverständnis, sogar Spott. Also schützen Menschen, die nichts posten, oft ihr Gefühl des Besitzes über das Leben selbst. Sie bewahren ihre Momente unantastbar, privat, rein. Und vielleicht ist das keine Traurigkeit oder Isolation. Vielleicht ist es eine leise Form von Freiheit. Denn überleg mal, wann hast du das letzte Mal etwas Bedeutungsvolles getan und nicht das Bedürfnis verspürt, es zu teilen? Wann hast du das letzte Mal gelacht, geweint oder etwas erreicht und nicht sofort daran gedacht, es zu posten? Dieser Reflex, dieses Bedürfnis, alles zu zeigen, ist nicht natürlich. Es ist anerzogen.
das Produkt eines Jahrzehnts aus Likes, Shares und Dopaminschleifen, die unser Gehirn trainiert haben, Bestätigung mit Wert gleichzusetzen. Und wenn jemand aus diesem System aussteigt, fühlt es sich wie Rebellion an. Aber es ist auch Heilung. Sie beginnen, die Einfachheit wiederzuentdecken, Dinge für sich selbst zu tun. Kochen, ohne es zu fotografieren. Reisen, ohne es zu markieren. Fühlen, ohne es zu erklären. In diesem Raum erwacht etwas. Eine Art Selbstbewusstsein, das kein Publikum braucht. Aber nicht jeder, der nichts postet, tut es aus einem Ort des Friedens heraus. Manche werden von Angst getrieben, der Angst vor Bewertung, Zurückweisung oder Missverständnis. Soziale Medien haben eine subtile Form von Angst verstärkt, die Psychologen Selbstdarstellungsdruck nennen. Es ist das ständige Bewusstsein, beobachtet zu werden, selbst wenn man es nicht ist. Und für viele ist das erschöpfend. Sie sorgen sich, dass das, was sie sagen, missverstanden oder, noch schlimmer, ignoriert werden könnte. Also ziehen sie sich zurück, nicht weil sie keine Verbindung wollen, sondern weil der Preis der Sichtbarkeit zu hoch erscheint. Sie wollen gesehen werden, aber wirklich, nicht oberflächlich. Und ironischerweise haben manchmal gerade die stillsten Menschen online die lautesten Gedanken in ihrem Kopf. Sie sind nicht abwesend, sie sind übervoll. Sie wählen nur Stille statt Spektakel. In dieser Stille liegt ein tiefer philosophischer Unterton. In einer Welt, die ständig sagt, schau mich an, wird das Wählen von Unsichtbarkeit zu einer Form der Selbstdefinition. Es sagt, ich existiere jenseits deiner Wahrnehmung. Sie scrollen vielleicht durch das Leben anderer, nicken, lächeln, fühlen manchmal Schmerz, aber sie projizieren selten, weil sie etwas verstehen, das die meisten nicht verstehen. Nicht alles, was du erlebst, ist dazu bestimmt, gesehen zu werden. Manchmal geschehen die tiefsten Dinge im Leben. Wachstum, Trauer, Transformation, leise, ungesehen, ungeteilt. Und wenn du genug solcher privaten Verwandlungen erlebt hast, beginnst du zu begreifen, dass ungesehen zu sein nicht dasselbe ist wie unbedeutend zu sein. Es ist tatsächlich der Ort, an dem Identität geformt nicht aufgeführt wird. Hier liegt das Paradox. Soziale Medien wurden geschaffen, um uns zu verbinden, und doch lassen sie Menschen oft isolierter zurück als je zuvor. Wenn du nicht postest, hörst du auf, digitaler Nähe hinterherzujagen und beginnst, echte Nähe wieder aufzubauen. Du bemerkst, wer sich nach dir erkundigt, ohne Updates zu brauchen. Du lernst, wer sich erinnert, ohne erinnert zu werden. Diese Art von Verbindung, roh, ungesendet, fühlt sich schwerer, wärmer und unendlich echter an. Und die Menschen, die nichts posten, leben in diesem Raum. Sie bauen Beziehungen, die keine Beweise brauchen. Sie finden Trost im ungeteilten Moment und sie lassen das Leben sich entfalten, ohne es in Inhalt zu verwandeln. Ein Teil davon hat auch mit Identitätssicherheit zu tun. Dem Wissen, wer man ist, selbst wenn niemand zusieht. Wenn du dich in deiner eigenen Gesellschaft wohlfühlst, brauchst du kein Publikum, um deinen Wert zu bestätigen. Das ist keine Arroganz, das ist Frieden. Und ironischerweise haben gerade jene, die nichts posten, oft die interessantesten Geschichten zu erzählen. Aber sie bewahren sie für den Moment, wenn du ihnen gegenüber sitzt, nicht gegenüber dem Bildschirm. Denn für sie wird echte Verbindung nicht in Kommentaren oder Likes gemessen, sondern im geteilten Schweigen, im Blickkontakt, im Lachen, das keine Zeugen braucht. Das sind die Menschen, die Welten in sich tragen, die tief verarbeiten, ständig beobachten und leise verstehen. Sie brauchen keinen Applaus der Welt für ihre Existenz. Sie müssen sie nur leben. Und vielleicht, nur vielleicht, ist ihre Stille in einer Welt, die so verzweifelt gesehen werden will, kein Fehler. Sie ist ein Spiegel, eine Erinnerung daran, dass nicht alles Bedeutungsvolle geteilt werden muss, dass manchmal das Menschlichste, was du tun kannst, ist, etwas ganz für dich zu behalten. Weißt du, was faszinierend ist? Je länger jemand fern von sozialen Medien bleibt, desto anders beginnt er, die Welt zu sehen. Farben wirken reicher. Zeit fühlt sich langsamer an. Gespräche fühlen sich voller an. Es ist, als würde das Wegtreten vom Lärm alles wieder wirklich machen. Denn wenn du aufhörst zu performen, beginnst du zu erleben. Es liegt eine stille Schönheit darin, durchs Leben zu gehen, ohne Beweise für jeden Schritt zu brauchen. Du denkst nicht an Winkel, Beleuchtung oder Bildunterschriften. Du bist einfach da, vollständig lebendig, im Moment, statt außerhalb von ihm.
Und das ist etwas, was soziale Medien uns kaum noch erlauben. Aber die Psychologie dahinter geht tiefer als bloße Vorlieben oder Geschmack. Sie wurzelt darin, wie unser Gehirn Bestätigung verarbeitet. Jedes Mal, wenn wir etwas online posten und es Aufmerksamkeit bekommt, Likes, Kommentare, Herzen, schüttet unser Gehirn Dopamin aus, dieselbe Chemikalie, die an Belohnung und Sucht beteiligt ist. Mit der Zeit beginnen wir nach dieser Bestätigung zu verlangen. Wir beginnen in teilbaren Erfahrungen zu denken, statt in echten. Stell dir nun jemanden vor, der sich diesem Kreislauf widersetzt. Jemanden, der sich bewusst dafür entscheidet, sich vom Dopaminzyklus zu lösen. Das ist keine Gleichgültigkeit. Das ist Disziplin. Es erfordert Selbstbewusstsein, etwas zu widerstehen, das darauf ausgelegt ist, dich süchtig zu machen. Menschen, die nichts posten, haben oft einen starken internen Kontrollort. Ein psychologischer Begriff, der bedeutet, dass ihr Sinn für Wert und Glück von innen kommt, nicht aus äußerer Bestätigung. Sie brauchen kein digitales Echo von „Du bist genug“, um es zu glauben. Und hier wird es noch interessanter. Studien zeigen, dass Menschen, die lange Pausen vom Posten oder vom Konsum sozialer Medien einlegen, oft einen messbaren Anstieg an emotionaler Stabilität und Lebenszufriedenheit erleben. Denn wenn dein Sinn für Identität nicht mehr ständig von außen gespiegelt wird, wird er stabil. Er wird real. Du bearbeitest dein Leben nicht mehr in eine Form, die leicht verdaulich ist. Du lebst es, in all seiner chaotischen, schönen, ungefilterten Komplexität. Und vielleicht ist das die wahre Rebellion. Ganz zu bleiben in einer Welt, die Fragmente belohnt. Aber Stille im Internet bedeutet nicht immer Gelassenheit. Manchmal verbirgt sie Erschöpfung. Für viele wurde Social Media einst zu einem Ort, an dem sie Verbindung suchten, aber endeten erschöpft. Es gibt eine subtile emotionale Müdigkeit, die entsteht, wenn man ständig die Höhepunkte anderer sieht, während man selbst noch versucht, die eigenen Behind the Scenes zusammenzusetzen. Du beginnst, dich zu vergleichen, selbst wenn du es nicht willst. Du beginnst, deinen Wert zu hinterfragen, selbst wenn du es besser weißt. Und irgendwann entscheiden sich manche, sich zurückzuziehen, nicht aus Bitterkeit, sondern aus Selbstschutz. Sie erkennen, dass sie der Welt keine Performance schulden. Sie schulden keine Erklärung für ihre Stille. Und sie müssen nicht beweisen, dass sie glücklich sind, nur damit man ihnen glaubt. Das ist eine der stillen Wahrheiten dieser Generation. Wir haben Sichtbarkeit mit Wert verwechselt. Wir nehmen an, dass man, um zu zählen, gesehen werden muss. Aber wahre Bedeutung braucht keine Zeugen. Einige der bedeutsamsten Momente deines Lebens, die dich formen, werden ohne Publikum geschehen. Keine Kameras, keine Bildunterschriften, kein Publikum. Nur du. Und vielleicht verstehen genau das diejenigen am besten, die nichts posten. Sie wissen, dass Privatsphäre nicht Einsamkeit bedeutet. Sie ist Intimität mit sich selbst. Denn wenn du aufhörst, jeden Gedanken zu senden, beginnst du wieder deine eigenen zu hören. Du beginnst, dich mit den Teilen von dir zu verbinden, die im Lärm verloren gegangen sind. Deine leisen Wünsche, deine unausgesprochenen Ängste, dein innerer Kompass. Und das ist in der heutigen Welt etwas zutiefst Spirituelles. Es ist kein Rückzug. Es ist eine Heimkehr. Natürlich ist es nicht immer friedlich. Es gibt Momente des Zweifelns. Momente, in denen du dich fragst, ob dich die Stille unsichtbar macht. Ob du zurückbleibst, während alle anderen scheinbar Fortschritt performen. Aber mit der Zeit bemerkst du etwas Schönes. Dein Wert verschwindet nicht, wenn niemand hinsieht. Er ist immer noch da, beständig, wie das Summen eines stillen Raumes nach einem Sturm. Und vielleicht sieht wahres Selbstvertrauen genau so aus. Nicht die laute Selbstdarstellung online, sondern die ruhige Gewissheit des Selbst offline. Manche Leute sagen, wenn du es nicht gepostet hast, ist es dann überhaupt passiert? Aber die Wahrheit ist, die Dinge, die dich am meisten prägen, schaffen es selten in den Feed. Dein Wachstum, deine Herzbrüche, deine privaten Siege, deine stillen Akte der Güte, sie leben in Erinnerung, nicht in Medien. Und vielleicht ist das genug. Wenn Psychologen über authentischen Selbstausdruck sprechen, betonen sie das Konzept der Kongruenz, die Übereinstimmung zwischen dem, wer du innen bist, und dem, was du der Welt zeigst. Aber im Zeitalter der Filter wird diese Übereinstimmung ständig verzerrt. Du beginnst als eine Version deiner selbst zu leben, die für Zustimmung kuratiert wurde.
Wenn also jemand sich entscheidet, nicht zu posten, könnte das sein Weg sein, kongruent zu bleiben. Diese fragile Wahrheit zwischen der inneren und der äußeren Welt zu bewahren. Sie brauchen nicht, dass jeder sieht, was sie fühlen, um zu wissen, dass es echt ist. Sie müssen nicht jeden Sonnenuntergang festhalten, um sich daran zu erinnern, wie er sich anfühlte. Sie leben ihr Leben vollständig und leise. Und hier liegt das Paradox. Diejenigen, die leise leben, spüren das Leben oft am intensivsten. Sie werden nicht abgelenkt von der Performance des Lebens. Sie nehmen Details wahr, die andere übersehen. Wie sich das Licht an einer Wand verändert, die Pause, bevor jemand spricht, das ferne Lachen. Sie sind gegenwärtig, und Gegenwärtigkeit ist die seltenste Währung in einer Welt, die auf Aufmerksamkeit gebaut ist. Aber manchmal macht genau diese Gegenwärtigkeit sie missverstanden. Menschen könnten sie als distanziert, geheimnisvoll oder kalt bezeichnen. Doch wenn man genauer hinsieht, ist ihre Stille keine Leere. Sie ist Tiefe. Sie ist die Ruhe, die entsteht, wenn man nicht länger das Bedürfnis hat, sich erklären zu müssen, um verstanden zu werden. Es gibt ein stilles Selbstvertrauen, das daraus entsteht, nicht von allen erkannt werden zu müssen, sondern nur von wenigen verstanden zu werden. Und genau das verstehen die Menschen, die nichts posten, am besten. Sie wissen, dass nicht jede Wahrheit für die Menge bestimmt ist, dass manche Teile von dir es verdienen, unberührt zu bleiben, von Algorithmen, von Meinungen. Denn sobald etwas öffentlich wird, hört es auf, nur deins zu sein. Es gehört der Interpretation, dem Urteil, dem Trend. Und vielleicht sind manche Momente einfach zu heilig dafür. Also das nächste Mal, wenn du jemanden bemerkst, der nie etwas postet, geh nicht davon aus, dass er sich versteckt. Vielleicht lebt er einfach. Vielleicht hat er Frieden gefunden in den stillen Ecken der Existenz, denen, die nicht vom blauen Leuchten eines Bildschirms erhellt sind. Vielleicht sind es diejenigen, die sich daran erinnern, was der Rest von uns vergessen hat. Dass unsichtbar zu sein nicht bedeutet, allein zu sein. Dass still zu sein nicht bedeutet, leer zu sein. Dass manchmal der wahrste Ausdruck dessen, wer du bist, Stille ist. Denn am Ende sind wir nicht dazu bestimmt, Performances zu sein. Wir sind dazu bestimmt, Menschen zu sein. Und die Menschen, die nichts posten, sie erinnern uns daran. Mit jeder stillen, ungefilterten, wunderschön unsichtbaren Sekunde.